Cabrio-Verdecke können zwar nicht zerkratzen, aber dafür umso dreckiger werden. In diesem Video zeige ich, wie du sie selber reinigen und imprägnieren kannst. Ein Cabrio-Verdeck ist auf den ersten Blick erstmal unempfindlicher als ein Lack. Wie gesagt, im Intro schon erwähnt, kann es zwar nicht zerkratzen, aber die Struktur kann auch beschädigt werden. Und gerade Schmutz kann sich wirklich dauerhaft in dieses Verdeck einziehen, sodass Flecken entstehen, die wir nicht mehr wegbekommen. Daher ist es wichtig, das Cabrio-Verdeck regelmäßig zu reinigen und nach der Reinigung auch zu imprägnieren. Gerade wenn das Verdeck draußen steht, sorgt es dafür, dass der Schmutz nicht so tief eindringt und das Verdeck nicht intensiv verschmutzt und durch die intensive Verschmutzung am Ende noch ein Schaden entsteht. Um das zu vermeiden, zeigen wir dir hier unsere Methode zur Cabrio-Verdeck-Reinigung und Imprägnierung. Ja, wir sehen, was hier los ist. Da ist eine ganze Menge Schmutz erstmal zu entfernen. Als allererstes fangen wir mit dem Sand an, damit der nicht wie Schleifpapier beim Reinigen über die Faser oder in der Faser reibt. Verwenden wir einen Hochdruckreiniger, um erstmal den ganzen Sand mit Druck vom Verdeck zu spülen. Spülen dabei die umliegenden Lackkanten auch schon mal ab. Warum? Dazu gibt es später mehr. Wir verwenden den Dr. Wack A1 Cabrio Verdeckreiniger. Grund dafür ist relativ einfach. Er ist so schon formuliert, dass selbst wenn ein bisschen im Verdeck trocknet, keine Schäden am Verdeck entstehen und wirklich jedermann ihn verwenden kann. Näheres dazu erkläre ich auch nochmal später. An dieser Stelle sprühen wir wirklich großzügig das Verdeck ein. Mehr ist in diesem Fall ausnahmsweise mal mehr. Nur dort, wo der Reiniger sitzt, kann er wirken. Lassen ihn eine ganze Weile wirken. Achte immer auf Temperatur und Verpackungsanleitung. Wichtig, nicht in der Sonne anwenden. Nach der Wirkzeit von ungefähr 5 Minuten in unserem Fall arbeiten wir mit einem nassen Mikrofaserhandschuh über die Faser, und zwar immer in Kreuzstrich, das heißt einmal vertikal, einmal horizontal, um einfach die Faser aus allen Richtungen sauber zu machen. Spülen den Handschuh regelmäßig aus und arbeiten uns so einmal ums Verdeck. Achtung, wenn du an die Lackbereiche kommst, halt gerne eine Hand so ein bisschen an den Lack, damit du jetzt nicht über den noch nicht perfekt abgespülten oder sauberen Lack reibst. Wunderbar, also Schaumverhalten ist wirklich super. Das heißt, wir haben immer einen schönen Reinigungs- und Gleitfilm drauf. Der Schaum bleibt auch echt lange stehen. Das Einzige, wo ich jetzt nicht gut rankomme, ist hier in die Kante. Bei der Kante am Dach, also zwischen dieser Kunststoffkante und dem Verdeck, sehe ich, wenn ich es hier hochhebe, dass da noch ein bisschen Grünspan ist. Ich habe schon versucht, mit meinem Handschuh da reinzukommen. Es hat aber leider nicht ganz gereicht. Deswegen nehme ich mir jetzt noch mal eine kleine Bürste. Das kann hier so eine Lederreinigungsbürste sein oder auch so eine Bürste hier. Und gehe vorsichtig mit der Bürste noch mal durch die Kante durch. Ich hätte jetzt auch das ganze Verdeck mit der Bürste machen können, aber generell ist der Mikrofaserhandschuh immer schonender, als wenn ich jetzt mit der Faser auf der Faser reibe. Dann kann es immer passieren, dass sie ein bisschen ausfranst. Hier, wenn ich jetzt so Richtung Lack komme, immer ein bisschen aufpassen, den Finger hinlegen und den Lack am Anfang auch einmal, man sieht es auch hier ganz gut mit dem Hochdruckreiniger abspülen, dass der Sand hier nicht so ist, weil wenn ich da mal mit dem Handschuh darüber komme, will ich keine Kratzer verursachen. Und dann kann ich jetzt mit der weichen Bürste oder auch einer etwas härteren, eigentlich Lederreinigungsbürste, hier noch mal durch die Kante durchgehen. Wie gesagt, mal gucken, ob der Handschuh jetzt hier gereicht hat. Sonst kann man auch das ganze Verdeck mit der Bürste machen, ist aber deutlich aggressiver. Das Verdeck ist natürlich jetzt klitschnass, damit wir einmal beurteilen können, ob es sauber geworden ist. Ziehen wir es einmal grob mit dem Trockentuch trocken, gucken mal, ob es sauber geworden ist und wenn nicht, behandeln wir die Stellen nochmal nach, die jetzt noch dreckig sind. Jetzt sehen wir hier auch, dass hier noch extrem viel Schaum im Verdeck ist. Ganz wichtig, an dieser Stelle ist das jetzt nicht so schlimm. Wir wollen das Ergebnis zwischenkontrollieren. Bevor oder wenn wir glauben, fertig zu sein, muss der Schaum auf jeden Fall raus sein, weil der trocknet natürlich jetzt hier ein. Dann scheint die Sonne drauf, das Wasser entweicht aus dem Restreiniger und irgendwann habe ich nur noch Konzentrat übrig und das würde der Faser schaden. Das gilt generell für alle Reiniger und für Stoff. Ja, und wir haben gesehen, wie du dir jetzt denken kannst, es ist noch nicht sauber geworden. Das wirst du auch gleich sehen, wenn wir mit der Bürste reinigen. Also zweite Runde, wir brauchen nicht mehr ganz so viel Reiniger und los geht's. Wichtig, mit der Bürste nicht so viel Druck, sondern lieber ein paar mehr Durchgänge und hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, bei dem Verdeck hat es einfach die Mechanik gebraucht. Wir sehen, wie das wirklich richtig schmantig hier drauf ist. Es wird grün, meine Hände werden dreckig. Also hier ist einfach richtig Schmutz in der Faser. Die haben wir mit der Mikrofaser nicht erreicht. Die ist schon gelöst, das sieht man ja, der Schmutz ist schon gelöst, das sieht man ja hier dran. Und jetzt brauchen wir halt einfach eine Bürste und ein bisschen Mechanik, um das zu entfernen. Ganz wichtig, das ist schon ein erheblich verschmutzter Zustand, der schon fast an eine Beschädigung grenzt. Gerade Grünspan und Algen wachsen richtig in die Faser rein und können die Faser wirklich zerstören, beziehungsweise bei der Reinigung rupfen wir ja die Wurzeln sozusagen mit raus und dabei können die Fasern aufrauen. Dem muss man sich immer bewusst sein. Und wenn man es beim Kundenauto macht, sollte man den Kunden bei so einem Verschmutzungszustand auch darauf hinweisen. Spätestens, wenn nach der ersten Reinigung mit Mikrofaser immer noch Schmutz zu sehen ist, sollte man kurz den Kunden mal anrufen und ihn informieren, dass das Verdeck doch schon
gröber, dreckig ist als gedacht. Gerade hier unten am Lack ist es wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht mit der Bürste über den Lack bürsten. Wäre echt blöd. Entweder abdecken oder einfach die Hand mit hinlegen, dann kommt man nicht drauf. Und wichtig ist jetzt nicht die Hand vorschieben, weil der Lack ist noch nicht sauber und gewaschen. Wenn man das machen möchte, sollte man den Lack erst waschen, dann das Verdeck, dann muss man aber nochmal waschen. Das ist doppelte Arbeit, sonst wirklich einfach flach hinlegen und liegen lassen, ohne groß Druck und ohne Hin- und Herbewegung, sondern einfach nur so ein bisschen als Puffer. Durch den Schaum haben wir auch einen super Indikator zu sehen, ist es jetzt sauber oder nicht. Wir sehen es hier oben, wenn ich da bürste, haben wir ja gesehen, ich halte noch mal kurz drauf. Kommt einfach schmutziger Schaum aus der Oberfläche und unten, habt ihr gesehen, ist der Schaum weiß. Das heißt, wir wissen, die Oberfläche hier ist sauber und müssen auch nicht zu intensiv bürsten. Hier oben müssen wir uns das nochmal angucken, ob wir vielleicht doch noch ein drittes Mal drauf müssen. Aber wir machen erst das zweite Mal fertig und gucken dann weiter. Und dann spüle ich das Verdeck gleich zweimal aus. Wie gesagt, wir wollen keinen Schaum mehr im Verdeck haben. Also einmal den losen Schaum sozusagen, der oben drauf liegt mit dem Schlauch, damit der Hochdruckreiniger nicht unten reindrückt ins Verdeck wieder. Und dann in einem, schrägen Winkel den restlichen Schaum aus dem Verdeck. Wie gesagt, achtet vorher drauf, wie viel Druck euer Hochdruckreiniger hat und probiert aus, wie nah ihr rangehen könnt. Soweit wie es für die Hand angenehm ist, ist es auch für den Hochdruckreiniger okay. Reibt dann zwischendurch mit der Hand über das Verdeck, solange das Verdeck noch schäumt, ist noch Reiniger am Verdeck. Das solltet ihr so lange machen, bis kein Schaum mehr beim Reiben entsteht. Ich vermute, das Dach wird jetzt sauber sein. Wir sehen es wieder erst nach dem Trocknen. Wir machen es jetzt mal trocken und dann sehen wir uns nochmal später zur Versiegelung. Das Verdeck ist jetzt sauber und sieht vom Verschmutzungsgrad aus wie neu. Es ist leider schon ein bisschen kaputt. Wir sehen hier und da aufgeraute Stellen. Das passiert eben, wenn man ein Verdeck nicht richtig pflegt. An der einen oder anderen Stelle ist die Farbe auch schon ausgeblichen, vielleicht zu scharf gereinigt oder zu doll gerubbelt in der Vergangenheit. Also wie gesagt, so ein Verdeck sieht immer erstmal robust aus, ist Stoff. Man denkt, was soll denn hier passieren? Ist es aber nicht. Von daher ist eine regelmäßige Pflege und jetzt der nächste Schritt, die Imprägnierung, auch extrem wichtig. Als erstes müssen wir alle Bereiche am Fahrzeug abdecken, die die Imprägnierung nicht abbekommen sollen, weil die gehen wirklich schwer ab. Gerade Lack, Kunststoffe und Co. muss man wirklich gut schützen. Wir nehmen jetzt eine spezielle Lackfolie oder Auto-Abdeckfolie. Da geht auch eine ganz normale Malerfolie aus dem Baumarkt oder aus dem großen Supermarkt. Einfach drüber legen und dann, wie wir es machen, zeigen wir dir jetzt. Und danach geht es an die eigentliche Imprägnierung. Wir kleben als erstes eine Bahn Klebeband. Das ist nämlich deutlich leichter, die Folie dann anzukleben, als das gleichzeitig sozusagen machen zu müssen. Dann legen wir die Folie über den Lack. Wie gesagt, wir haben jetzt eine spezielle Lackierfolie. Es tut aber auch eine Malerfolie aus dem Baumarkt. Wir nehmen einen speziellen Folienschneider mit einer Kunststoffkante. Den könnt ihr euch gerne nochmal mit Klebeband umkleben, falls ihr da unsicher seid an der Unterkante. Aber wer hier vorsichtig auf dem Klebeband, da ist wieder der nächste Vorteil, arbeitet, macht auch keine Kratzer am Lack. Wir nehmen dann den Teil, den wir sozusagen versiegeln wollen, also den Teil, der das Cabrio-Verdeck bedeckt, und kleben dann die Folie mit einer zweiten Bahn Klebeband an Lack oder Scheibe. Und los geht's. Wir sprühen satt, großzügig, aber nicht zu viel im Kreuzstrich auf das Verdeck. Wichtig, schematisch vorgehen, Bereich für Bereich abarbeiten, im Kreuzstrich vorgehen und so viel sprühen, dass wir zwar eine leichte Tröpfchenbildung an der Oberfläche haben, aber auf keinen Fall nasse Pfützen oder eine Durchnässung des Verdecks erreichen. Gerne, wer möchte und wer ein sehr altes Verdeck hat, auch nach einer kurzen Trockenzeit nochmal eine zweite oder auch eine dritte Runde. Das schadet dem Verdeck nicht, wie gesagt, aber achtet darauf, dass die Imprägnierung vorher zwischendurch trocknen kann. Das Verdeck ist jetzt imprägniert und jetzt überlassen wir den Rest der Arbeit der Zeit. Wir müssen es nochmal ordentlich trocknen lassen. Generell sollte es einfach trocken sein. Das ist nach einer Stunde eigentlich schon der Fall. Ich empfehle immer 2 bis 4 Stunden, je nach Wetter draußen, das Fahrzeug noch stehen zu lassen. Wenn es draußen stürmt und regnet, lieber 4 Stunden oder auch gerne über Nacht, schadet auf jeden Fall nicht. Was noch ein kleiner Booster ist, wenn das Verdeck nach dem Abtrocknen nochmal erwärmt wird, also entweder zum Beispiel mit warmer Luft oder gerne auch einfach in die Sonne stellen, dann wird diese Imprägnierwirkung nochmal ein bisschen verstärkt. Insgesamt ein etwas größerer Zeitaufwand, wobei der Großteil der Arbeit wirklich im Reinigen liegt. Also wenn man da relativ dran bleibt und nicht diese Intensivreinigung macht, braucht man, ich sag mal, vielleicht 10 Minuten für die Reinigung an sich. Mit Abkleben, Imprägnieren und allem drum und dran 15 bis 20 Minuten, wenn man ein bisschen Übung hat. So ist man in unter einer halben Stunde fertig. Verdeck ist imprägniert und das würde ich immer wiederholen, wenn das Fahrzeug draußen steht und ich sehe, dass die Imprägnierwirkung bei der Wäsche oder beim Regen nachlässt. Dann einfach nochmal wiederholen.
Wenn du ein Garagenfahrzeug hast, was meistens drin steht, braucht man es nicht unbedingt, beziehungsweise auch einfach nicht so oft zu wiederholen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen, pass auf dein Verdeck aus, damit es nicht kaputt geht und bis zum nächsten Mal. Hau rein!